Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir reden heute über AMC, GME Beyond, IWM, VIX und FFEI, Space, Now und NFE. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo dazu kommt wieder ans Ende des Videos mit, wie es funktioniert, was die Regeln sind und so weiter. Gut, na dann springen wir gleich rein in AMC. Und ganz kurz, bevor wir anfangen, weil ich jetzt schon öfters, vor allem auf der englischen Seite gefragt werde, ich soll doch jeden Tag Videos machen. Ich sage nur dazu, mittlerweile nimmt YouTube so um die 10 Wochen, 10 Stunden in der Woche ein. Das ist schon extrem viel. Ich werde schneller, weil Übung macht den Meister. Aber diese 10 Stunden sind nur vor der Kamera sitzen, Videos schneiden, aufbereiten und hochladen. Da ist das Tracking noch gar nicht drin. Jeden Tag wird mich umbringen. Ja? Außer ich sitze da und sage, das geht rauf, das geht runter, tschüss, baba. Aber für solche Videos brauche ich kein YouTube mehr. Ja. Okay, für AMC, wie immer, für das ganz große Preisziele, Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze, wie es generell ausschaut, das Fractal, verlinke ich euch wieder das große Video ans Ende. Heute schauen wir uns an, was wir vor allem in den letzten 2 Tagen gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Und wir hatten einen ziemlich guten Push. Und natürlich ausschließlich nur wegen meines Motivationsliedes heute sind wir nach oben geschossen. Absolut nur deswegen. Okay, wir werden das heute mit 2 verschiedenen Varianten machen. Eine bearische, die normale Fractal-Methode und dann noch die alte Fractal-Methode, wo wir uns die Vergangenheit anschauen. Wir starten als erstes mit der bearischen Methode, weil das ist die schnellste. Ja? Die gilt für AMC und für GME. Und das bedeutet einfach nur, jegliche Rejection hier, also jeglicher Abwärtstrend hier, wäre schlecht. Ja? Ich rede nicht von sowas, ja? Ich rede von allem, was unter 1,43 geht. Ja? Sollten wir aus irgendeinem Grund hier oder selbst wenn wir noch einen Push nach oben machen und dann hier drunter fallen, dann ist es nicht mehr 2026. Für mich zumindest. Dieser Punkt ist einfach zu niedrig. Warum? Ganz einfach, egal was für ein Pullback das ist, zu dem kommen wir noch. Wenn wir unter die 786 fallen, ja, oder auch nur in die Nähe kommen, ja, weil so könnte man sagen, okay, 1,41 ist die absolute, aber wenn wir dieses Low meiner Meinung nach hier brechen, 1,46, ne, zu low, dann geht es hinunter. Zur Market Position kommen wir noch, ja, was das hier wäre, aber das wäre schlecht. Jetzt zur normalen Fractal-Methode, wo wir einfach nur das hier tracken. Weil das hier ist ja unser A. Wir haben hier wunderschön eine 618 FIB Bounce gemacht. Perfekt. Wir haben nicht mal ein Higher Low bekommen. Ne? Somit, da lag ich falsch. Passiert manchmal leider. Aber was wäre das hier? Das hier wäre unser nächstes B. Was macht ein B? B macht entweder eine 0,5 oder in den seltensten Fällen ein 0,618 Pullback. Deswegen wäre ich mit 1,55 auch noch okay. Ich würde es nicht gern sehen, aber okay. Aber jetzt gibt es 2 Sachen. Entweder, wir haben jetzt morgen Freitag, entweder das hier war unser Bounce, wäre toll, wäre schön, dann geht es ab jetzt noch immer weiter rauf. Wenn wir hier wieder runterfallen sollten morgen und vor allem, wenn wir 1,76 brechen, dann war das hier unser kleines L, das war unser M. Wir werden hier drunter fallen, wahrscheinlich nochmal 1 raufgehen, das wäre unser T. Und dann ist entweder die 0,5 oder im spätesten Fall die 618
unser Bounce-Level und dann gehen wir rauf. Die Sache ist die, für Zeit, wenn wir hier wieder runterfallen, ja, sagen wir morgen zum Beispiel, dann wird es nächste Woche wahrscheinlich nichts werden. Meiner Meinung nach. Ja. Wir sind jetzt zwar auf dem einstündigen Chart, ja, aber trotzdem braucht das seine Zeit. Ja. Also im besten Fall, wenn wir hier jetzt morgen wieder Rejection und 1,76 brechen, ja, dann wird das halt die nächste Woche werden. Ja. Wir sind jetzt schon verspätet, sage ich auch gleich. Ja. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte was spätestens in der ersten Juniwoche sehen. Haben wir. Haben wir. Aber somit sind wir jetzt schon zu spät dran. Ja. Ich sage nur eins auch gleich dazu. Ähm, und ich bleibe dabei, das war in den ersten Videos auch schon so. Ich ziehe das nicht bis nach Juli. Ja. Also wenn wir jetzt anfangen hier rumzuturnen und langsam und das und dann, ne, bis Ende Juni, ja, ich gehe nicht bullish in den Juli. Ja, weil normalerweise war Juli immer ein Top. Ja. Aber schauen wir mal, was Price Action bedeutet. Also im allerbesten Fall, ja, war das hier unser Bounce und es geht weiter nach oben. Wo wir dann jetzt wären, da gehen wir jetzt dann einfach Side by Side in die Vergangenheit. So, für die Vergangenheit. Linke Seite einstündiger Chart heute, rechte Seite einstündiger Chart 2020, 2021. Als erstes die bärische Variante. Für die bärische Variante wären wir, wenn wir hier Rejection, ja, höchstwahrscheinlich gerade hier. Ja. Und ich rede von Dezember 2020. In dem Fall, und das ist das Gemeine daran, wir würden noch immer hier runterfallen. Wir würden hier noch immer bouncen. Aber das Fatale hier wäre, wir würden hier ein Lower High machen. Ja. Und höchstwahrscheinlich wäre das hier Ende Juli, Anfang Juli. Also Ende Juni, Anfang Juli. Ja. Das wäre das Lower High. Ja, und den Rest des Jahres fallen wir runter. Ja. Dazu sei auch eins gesagt, ich habe das immer wieder gesagt, AMC wird sich damit Zeit lassen. Ja. Ich meine, dieser Drop wird schnell sein, aber trotz allem wird sich AMC Zeit lassen. Sollten wir diese Variante machen, wissen wir das wahrscheinlich bevor AMC sein richtiges Knife bekommt, weil GameStop wird vorher uns die Bestätigung schon geben. Ja? Ich sage jetzt nicht, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Ja? Das wäre nur die bärische Variante. Wenn wir hier irgendwo ein Lower High hinlegen, ja, wäre das schlecht. Ja? Und wie ihr hier auch seht, die Bestätigung dieser Linie, die kommt halt erst hier. Ja? Und wir wären halt jetzt in dem Moment erst hier. Wir würden runterfallen, ja, irgendwo hier runterfallen, würden wieder raufkrebsen, ja, und dann würden wir erst dann hier runtergehen. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Ja? Und die absolute Bestätigung wäre halt erst dann hier. Ja. Gut, für die bullische Variante, weil dafür sind wir ja hier. Nachdem wir ja jetzt letzte Woche oder diese Woche, was letzte Woche? Letzte oder diese Woche, ausgeschlossen haben, dass wir dieses verschissene Higher Low hier machen. Ja, weil dafür hätten wir halt hier runter müssen. Ja. Bin ich da trotzdem der Meinung, obwohl wir das Higher Low nicht gemacht haben, für die bullische Variante ist dieser Bereich hier fertig. Der wäre dieser hier. Ja. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind jetzt gerade hier beim 15. Jänner. Ja, würde sogar Sinn ergeben. Ja, weil in dem Fall, ihr seht, wir sind über unserem A. Hier sind wir über unseren A. Peak. Ja, und fallen ziemlich stark hinunter, kriegen einen Bounce. Das wäre ziemlich stark hinunter
und kriegen einen Bounce. Auch vom Level her, wenn man sich das hier ganz genau anschaut, wo diese Kerze hingegangen ist, die kam ziemlich genau zu dieser Kerze. Man könnte diese Kerze mit dieser Kerze vergleichen. Das würde passen. Ja. Würde aber auch bedeuten, vielleicht haben wir noch einen faden Tag morgen vor uns. Aber Montag müsste dann schon der Gap-Up kommen. Jetzt ist nur die Frage die, ja, meiner Meinung nach die Theorie, dass wir, wenn wir über die 200 EMA gehen, wir sofort zum Allzeithoch springen, die ist vom Tisch. Weil die 200 EMA, die haben wir jetzt schon, glaube ich, 2-3 Mal gebrochen. Ja, können wir uns jetzt gleich nachher nochmal anschauen. Aber die haben wir jetzt schon 2-mal gebrochen. Es hat AMC nicht interessiert. Und ich sage das auch dazu. Die 200 EMA, vor allem wenn man lange unter ihr war, über sie zu gehen, ist bullish. Ja? Nur diese Theorie, dass in dem Moment, in der Sekunde, wo wir sie brechen, das ist gewesen, die war einfach falsch. Ende. Ja? Und jetzt sind wir schon 2-3 Tage die ganze Zeit bei der 200 EMA. Sie ist wurscht. Ja? Haben wir im letzten Video darüber gesprochen. Ich glaube, sie war nur wichtig im Downtrend, weil es halt sozusagen unsere Linie war, wo wir rejected sind. Jetzt ist sie wurscht. Und sie war auch 2021 wurscht. Können wir auch uns gleich nochmal anschauen. Also wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir sind hier. Montag oder vielleicht morgen, werden wir ja sehen, weil AMC und GameStop brechen immer montags, freitags, gappen wir und sehen was extrem hohes. Preistargets habe ich ja euch im großen Video gezeigt. Wenn nicht, ja, und wir machen erst das hier, das wäre Jänner 20 bis Jänner 22, wohin würde uns das bringen? Wenn wir uns das hier 2021 anschauen, ja, dann würde ich noch immer sagen, dass dieses M hier bei $4, das war entweder das hier oder das hier. Ja. Das bedeutet, meiner Meinung nach nein, es war auf jeden Fall das hier. Ja. Wir würden also irgendwo hier hinaufspringen zu $3. Ja. Wenn wir wirklich diese Landmark hier noch brauchen. Wir würden hier raufspringen und den Rest der Woche würden wir wieder diesen Blödsinn machen. Würde GameStop auch ein bisschen Zeit geben. Zu dem kommen wir noch. Und dann in der dritten, was ist dann? Ja, in der 3. Juniwoche würden wir den Ausbruch bekommen. Ja. Oder, das könnte jetzt mit Gap oder ohne Gap sein, ja. Oder wir machen mittlerweile alles nur noch im normalen Market und wir gehen hier langsam rauf und runter. Ja. Wo ich mich ein bisschen dagegen wehre, weil die Frage kommt gleich sicher, können wir nicht schon hier sein? Möglich ist natürlich alles. Ja. Mir ist dieses Level nur ein bisschen zu hoch. Ich meine, vielleicht, ja. Ja. Ich meine, Antwort bekommen wir dann beim nächsten Push-Up. Ja. Ob wir jetzt dieses kleine Fußelchen hier, ja, schon gemacht haben, ja, mit diesem Move hier, oder wir hier schon sind. Ich möchte halt nur immer Landmarks sehen. Ja. Wenn wir von Landmarks reden, das hier ist eindeutig unser A. Genauso wie das hier eindeutig unser A ist. Und ihr seht, dass das hier eindeutig weit über A ist. Diese Landmark hier passt besser. Aber, ey, ich habe nichts dagegen, wenn wir jetzt schon hier sind und nächste Woche hinaufhuschen. Ja? Absolut kein Problem damit. Gut, das Einzige, was ich halt nicht sehen will, ist, dass wir hier Rejection. Das wäre besser. Dann schauen wir uns jetzt noch schnell die 200 EMA an. Einfach nur, damit ihr auch seht, von was ich rede. Die blaue Linie ist die 200 EMA. Und weil ich auch schon darauf angesprochen worden bin, es gibt hier 2 Möglichkeiten, sich das anzuschauen.
Wenn man auf dem 24-stündigen Chart sich das anschaut, dann war dieser Bruch von der 200 EMA nicht das erste Mal. War es nicht. Das ist allerdings nur mit After Hours on. Ja? Wenn man sich das tägliche anschaut, ohne After Hours, könnte man sagen, seit 2022 sind wir keinen einzigen Tag drüber geblieben. Okay. Ja? Was das angeht, dass 2021 unser Squeeze war, wie wir die 200 EMA gebrochen haben, das ist einfach falsch. Meiner Meinung nach. Ja? Weil egal wie man sieht, also entweder der Squeeze hat hier unten angefangen, am 15. Jänner, oder spätestens am 22. Jänner. Die 200 EMA war aber hier oben. Da waren wir schon längst im Squeeze. Ja? Und das ist der 24-stündige Chart. Also der Squeeze hat 2 Tage vorher angefangen. Die 200 EMA war einfach nur im Weg. Ja? Meiner Meinung nach. Ja? Sonst nichts. Ja? Und beim Downtrend war sie einfach nur die Linie, die uns nach unten gedrückt hat. Ja? Und jetzt, ich meine, gibt es überhaupt noch eine Diskussion? Wir haben sie gebrochen, wir waren einen Tag drüber am Dienstag, also am Montag haben wir sie gebrochen, am Dienstag sind wir drüber geblieben, am Mittwoch sind wir drunter gebrochen und heute sind wir zumindest am Marketschluss auf ihr gesessen. Aber wir hatten keinen Sprung zur Allzeit hoch. Somit, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, sie ist wurscht. Es ist bullish, aber es ist wurscht. Das Einzige, was halt scheiße wäre, ist, wenn wir hier runtergehen. Dann hat sie uns mal wieder nach unten geworfen. Aber so weit ist es ja noch nicht. Gut. Und außerdem, wir schauen uns heute auch nochmal IWM an. Ja, das kommt später. Ist auch ein ziemlich bullischer Outlook für EMC und GameStop. Dann springen wir jetzt gleich rein in GameStop. Auch für GameStop, fürs ganz große Tracking, wie das Fractal ausschaut, wie der nächste Squeeze ausschauen sollte und was meine Preisziele dafür werden, wenn es euch interessiert, verlinke ich wieder das große Video ans Ende. Heute schauen wir uns natürlich wieder nur an, was wir in den letzten 2 Tagen gemacht haben. Also springen wir mal rein. So. Und für GameStop ist es im Prinzip jetzt mittlerweile, ich meine, wir haben unsere No-No-Linie gebrochen, hier drunter. Ja. Das ganze Ding kann also nicht mehr sein. Ja. Es muss ein Higher Low sein. Ja. Da wir jetzt bei EMC schon zeitlich gebrochen haben, ja, dann ist es irgendwie klar, dass GameStop die Zeit auch bricht. Wir hatten jetzt Pre-Leasing Earnings, ja, eigentlich zur perfekten Zeit. Die Sache ist nur für GameStop, ich habe euch ja gesagt, GameStop wird uns die Antwort viel früher geben als EMC. Und das glaube ich noch immer. Weil diese Pre-Lease von Earnings war zur perfekten Zeit. Problem bei der Sache ist, war perfekt für die bullische Variante, war perfekt für die bärische Variante. Deswegen, wir fangen hier jetzt an als erstes mit der bärischen. Ja? Einfach nicht, weil ich mehr bärisch bin, sondern weil es einfach am schnellsten geht. Die bärische Variante würde bedeuten, wir rejecten hier. Ja? Wir rejecten hier, wir fallen runter. Alles unter 21,44 ist ein No-Go für GameStop. Für mich persönlich. Weil dann wird das Ganze hier nicht klein a, dann ist das Ganze hier T. Und ich rede von diesem T. Dieses T schickt uns unter $19, unter unsere Def-Linie. Ja, und dann können wir wieder von 17, 16, 15 und $13 reden für GameStop. Und von es ist nicht dieses Jahr. Und im Gegensatz zur EMC wäre das zum Beispiel dieses Landmark hier. Das ist ein Knife. GameStop knifed. Ja, nix langsam, sondern GameStop knifed, wenn wir das machen. Ja. Deswegen, das ist die bärische Variante. Ich möchte hier, wir könnten ja bei der bullischen Variante, sehen wir es, wir könnten genauso wie bei EMC noch einen kleinen Pullback hier machen zur 618. Das wäre 21,92. Ja.
alles unter 21,45 wäre für mich persönlich scheiße. Ja, wirklich scheiße. Gut, für die bullische Variante schaut es genauso super aus, wie es genauso scheiße ausschaut wie bei der bärischen. Nämlich ganz einfach, das hier war unser Klein a, hier ist unser Klein t, funktioniert. Ja, also ich brauche hier nichts arbeiten, nichts verbiegen, keine Regeln brechen. Wir sind über t, das ist unser a. Und wenn wir jetzt eben hier sehen, sind wir zwischen der 0.5 und der 0.6 gebounced, somit das reicht schon, ja, um nach oben zu gehen. Im blödesten Fall müssen wir hier noch einmal runter und dann bouncen wir. Weil ich vorher gesagt habe, für EMC, ja, was wäre, wenn wir Jänner 20, den 20. Jänner bis zum 22. Jänner nächste Woche noch machen müssten, ja? Wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, noch ein paar Landmarks über haben. Was würde GameStop machen? GameStop hätte die Zeit für sein A, was über dem Higher Low sein muss, ja, also irgendwas zwischen 30 und 35, seinem letzten A-Pullback und den Squeeze. Ja. Wenn wir das nicht morgen machen oder wenn wir es nicht brauchen. Ja. Mittlerweile bin ich der Meinung, weil GameStop so extrem langsam ist und wenn man nicht bearish sein muss, dass GameStop dieses Mal wirklich einfach mit EMC läuft. Ja. Dazu sei eins gesagt, hat es halt nie getan. Aber man muss halt auch dazu sagen, wir hatten noch nie ein Higher Low ausgelassen. Ja? Aber wenn man sich hier zum Beispiel anschaut, hier, Jänner, der 12. Jänner, GameStop war schon im Run, während EMC sein Higher Low gemacht hat. Dasselbe 2024, ja, hier, das war der 3. Mai. GameStop war schon hier oben, während EMC sein Higher Low gemacht hat. Ja. Also wenn wir nicht nächste Woche den großen Run bekommen und nicht bearish sind, ja, dann gehe ich davon aus, dass GameStop halt etwas in die Richtung macht. Das wäre unser A-Run. Ja. Pullback, die ganze nächste Woche nichts. Und dann die Woche drauf hoffentlich endlich der große Squeeze. Ja. Aber wie gesagt, für GameStop, für Levels ist es auch ziemlich einfach. Erstens, wenn wir hier wieder drüber gehen, also sagen wir $24, wäre das bullish. Alles über 26 und wir reden über die Todeslinie nicht mehr, weil das ist zu hoch. Aber alles unter 21,40, das ist zu tief. Ja? Also wir haben eindeutige Levels. Und ich glaube auch nicht, dass wir nur noch sideways gehen. Also ganz ehrlich, wenn wir die ganze nächste Woche sowohl EMC als auch GME einfach zur Seite gehen, wäre das für mich eigentlich dasselbe, wie wenn wir unter 21,44 brechen. Dieses Landmark hier muss eine Entscheidung nach oben oder nach unten geben. Alles zur Seite ist bearish und forecastet eigentlich einen Drop. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir es sehen werden. Okay. Dann springen wir gleich rein in IWM und VIX, weil die zwei Sachen haben auch was mit EMC und GME zu tun. Nur zur ganz kurzen Erklärung. Ja. Das hier ist der 24-stündige Chart von IWM und zwar von August 2018 bis März 2021 und zwar auf dem 24-stündigen Chart. Und auf der rechten Seite haben wir von Oktober 2021 bis heute auf dem 24-stündigen Chart. Ich habe das ja schon mal gemacht mit Nasdaq, ja, wo wir schauen uns das hier nicht nach meiner Methode an. Kein A, B, C, Higher, Lows, bla bla bla, sondern wir vergleichen einfach nur das Urfractal Side by Side, ähnliche Movements. Ja. Funktioniert manchmal. Ja. Man sollte nicht immer Bars-Pattern einfach nur nehmen, weil wenn man nur Bars-Pattern nimmt und nur es schaut gleich aus, wird einem das Fractal in den Arsch treten. Ja. Für IWM muss man dazu sagen, hier oben, 25. Jänner,
war der erste Part von EMC, der erste Squeeze, hier oben. Wenn man sich jetzt IWM in diesen zwei Varianten hier anschaut, ja, dann hatten wir hier ein Peak und hier ein Peak. Genauso wie wir hier ein Peak hatten und hier ein Peak. Einziger Unterschied ist hier, dass hier in 2020 der rote Kreis niedriger war. In 2024 war er höher. Spielt aber keine Rolle, es ist noch immer ziemlich dasselbe. Wir haben in beiden ein U, perfekt. Und wir sind in beiden Fällen runtergeknallt. Hier der Unterschied, in 2020 war dieses Low lower und in 2025 war es höher. Ist zwar ein ziemlicher Unterschied, passt aber noch immer. Das, was so extrem interessant ist, dass dieses Price Movement hier 1:1 zu dem ist, was wir jetzt gerade machen. Der Unterschied an der Sache, wenn ich recht habe, der Unterschied an der Sache ist, dass dieses Price Movement nach oben verschoben ist. Weil ihr seht ja, hier sind wir noch nicht über Allzeithoch. Hier sind wir aber schon über Allzeithoch. Meiner Meinung nach könnte das einfach daran liegen, dass dieser Drop hier nicht so tief war wie 2021. Aber andernfalls, diese Bars Pattern hier, die ist von diesem Bereich hier. Wenn wir das hier drüber legen, ist das fast 1:1. Ich meine, klarerweise höhere Tiefen, niedrigere Tiefs, aber es ist fast 1:1. Somit im besten Fall, ja, weil jetzt wäre natürlich einer gesagt, okay, der Squeeze von AMC und GME war hier. Ja, das hat von unserem Breakout hier 85 Tage gedauert. Müssen wir jetzt 85 Tage warten? Ja, nee, weil wenn man sich den Markt jetzt nur anschaut, Nasdaq SPY, die gehen immer vertikaler nach oben. Das ist kein normales Movement mehr. Wir sind in so einer Parabolic Curve, irgendwann geht es nur noch steil nach oben. Das ist dann der Bereich, wo es endet. Ja? In dem Fall, wenn man sich einfach nur das hier anschaut, ja? Der Peak hier, wir haben danach einen Drop gehabt, sind wieder raufgekommen über dieses Level und sind dann hier, ich meine, es waren dann nur 2 Kerzen, aber sind dann hier sozusagen zur Seite gelaufen. Ja. Wenn man sich das jetzt anschaut hier, was wir in den letzten Tagen, Wochen gemacht haben, wir sind runter, wir sind wieder rauf, haben das Hoch hier gebrochen und seitdem diese Woche, ja, was diese Woche? Na, seit letzter Woche, sind wir im Sideways-Modus. Ja, wir sind langsamer, weil wir sind größer. Ja, Fractal wird immer langsamer und größer. Aber, ich meine, ich habe auch Calls gekauft für Juli und August, ja, nur um sicher zu gehen für IWM. Kein finanzieller Advice, weil ich sehe eine sehr gute Chance, dass wir wirklich irgendwo in der Nähe von hier sind, wenn ich mich nicht irre. Und das bedeutet, wir stehen vor einem Gap-Up. Ja. Und das hier, ich meine, wenn wir wirklich blöd drauf sind, ja, dann machen wir das halt genauso. Ja. Dann dauert das halt wirklich. Keine Ahnung, ob dann AMC und GME auch so lange brauchen müssen. Ich glaube es nicht. Aber für IWM, dann machen wir das halt so. Ja. Oder es wird halt wirklich, was auch immer jetzt im Market passiert, eine verdammte vertikale Linie. Ja. Was dafür auch spricht, da kommen wir auch gleich dazu, ist WIX. Ja, schauen wir uns schnell WIX an. Ja, für meine älteren Zuschauer. Nein. Für meine älteren Zuschauer, ich habe das ja jetzt schon, glaube ich, die letzten Wochen und Monate gezeigt. Zur Erklärung nochmal. WIX, Volatility Index. Für die einfache Erklärung, wenn WIX hinuntergeht, geht SPY nach oben. Markt bullish. Geht WIX nach oben, geht SPY nach unten. Ist die einfachste Erklärung. Es zählen noch ein paar andere Sachen dazu, aber es ist die einfachste Erklärung. Und für mein Tracking war hier unser C
und zwar am August 2024, Lower High, Midpoint. Dieser Midpoint hier hat angefangen hier im Dezember 2025. Und dieses M ist erst fertig, wenn wir unter dieses Level wieder fallen. Dieses Level ist 1342. Ja? Und wenn wir unser M microtracken, das habe ich ja auch in den letzten Videos öfters gezeigt, dann haben wir unser C, unser Lower High, unser Midpoint. Und das, was wir jetzt mit diesem Fake Drop in den letzten 1-2 Tagen hatten, das war unser kleines T. Und wir haben hier auch schon ein Lower Low gemacht. Ich glaube also, um das richtig zu machen, wir werden hier runterfallen. Irgendwas unter 13,37. Und wenn wir das machen, das ist so ein richtig schönes Blow-off-Top im Markt. Ist es einfach. Ja. Danach wird VIX bouncen. Sage ich auch gleich dazu. Ja. Und mit diesem VIX Bounce geht VIX rauf nach 28. Irgend sowas. Vielleicht sogar 30. Das wird ein Knife im Market. Oder zumindest ein Pullback. Ja. Aber ich glaube halt auch, und darüber brauchen wir jetzt nicht ganz klar reden, ich glaube, VIX wird hier auch wieder Rejection. Ja. Somit, es wird nicht der Tod des Markts sein, weil wir brauchen noch immer ein Allzeitlow im VIX. Ja. Also von einem Market Crash sind wir meiner Meinung nach dieses Jahr noch entfernt. Aber ein guter Pullback ist drin. Aber wenn, wie gesagt, wenn IWM verflucht bullish ist, der Markt verflucht bullish ist, es wird für mich keinen Sinn ergeben. Ich meine, fundamentally macht es so und so keinen Sinn, dass AMC unter $1 fällt. Ja, GameStop kann man vielleicht darüber streiten, aber das wird keinen Sinn ergeben. Mit noch einem extrem bullischen IWM noch weniger. Nicht unmöglich, sage ich auch dazu, aber alles deutet eigentlich auf eine verflucht geile Summer Rally hin. Und dazu sei auch eins gesagt, selbst wenn uns AMC und GME und Kors, weil die drei gehören zusammen, enttäuscht, ich glaube zumindest 90% aller unserer anderen Memes interessiert das nicht und die gehen dann. Aber schauen wir mal. Gut, weil wir jetzt gleich von den anderen Memes geredet haben, springen wir gleich rein in Beyond. Für Beyond heute wieder, nur wir schauen uns an, was wir vor allem diese Woche gemacht haben. Fürs ganz Große verlinke ich euch wieder das Video ans Ende. Na, dann zoomen wir mal an. So, und ich habe das ja diese Woche schon auf der Homepage geupdatet, ja, weil wenn wirklich, und das sage ich auch dazu, wenn bei irgendeinem von unseren Main Stocks, also die ich hier auf dem Kanal tracke, was passiert zwischen meinen Videos oder wenn ich keine Zeit habe. Ich werde immer versuchen, bei der Homepage es abzudecken, ja, dass eben nicht aufs nächste Video warten müsst. Ja. Für Beyond, mit diesem Bruch hier, dieser Bruch, der am Mittwoch stattgefunden hat, ja, ist ja unser Higher Low gestorben. Ja. Haben wir bei DGT ja auch schon gesehen. Ja. Die einzige Art, die dieses Top hier sein kann, ist, dass das hier unser T ist. Und zwar das T von unserem A. Ja. Jetzt ist die Sache die, A darf nicht unter die 786 FIB. Da sind wir noch nicht drunter. Sind wir noch nicht. Ja. Ich habe ja immer gesagt, das mache ich heute absolut eindeutig klar, 70 Cent, oder sagen wir, um ganz genau zu sein, 70 Cent 93 ist die 786. Das ist meine No-Go-Linie, weil dann kann das nicht mehr A sein. Ja? Normalerweise, und das sage ich auch ganz offen und klar, wenn wir das brechen sollten, wir fangen nur mit der bärischen Variante, weil die geht am schnellsten. Wenn wir das brechen sollten, kann das nicht mehr A sein. Normalerweise, vor allem weil wir über T sind und in der Nähe von M und ich die zwei nirgends anders platzieren kann, würde ich automatisch sagen, das wird entweder T oder M. Wenn das hier entweder T oder M wird,
dann knallen wir unter Allzeitlow und es ist vorbei mit Beyond. Das ist es einfach. Jetzt ist die einzige, und das ist eine ganz klitzekleine Ausnahme, die ich für Beyond gebe, weil ich habe dieses Scheißding sehr lange getrackt. Ich gebe Beyond in dem Fall, ich sage nicht, dass es passieren muss, noch die letzte Chance, dass das Scheißding ein komisches Higher-Low sein könnte. Ja? Aber wer jetzt hofft, okay, dann können wir hier runterfallen, nein. Für dies, wenn das hier ein Higher-Low sein sollte, hier ist unser V&A. Das bedeutet bei 70, 18 Cent. Ja? Deswegen, wenn wir hier runterkommen sollten, ja, ist 69 Cent mein allerletztes No-Go-Ziel. Alles unter 69 Cent. Und ich bin erstens aus meiner Position raus. Müsst ihr nicht machen. Kein finanzieller Advice. Ich gebe hier nur mein Tracking, meine Ideen gebe ich euch. Aber für mich würde das bedeuten, es ist vorbei. Ich werde es weiter tracken. Ja? Vielleicht liege ich auch falsch. Ja? Aber das wäre das absolut bärischste, was ich gesehen habe bei Phil Beyond. Das wäre tödlich. Ja? Das wäre die bärische Variante. Die bullische Variante allerdings, wir sind hier gebounced. Über unsere 786. Somit für mich kann das hier noch immer A sein. Oder ist es noch immer? Nicht kann, ist. Und wenn wir jetzt hier auch noch hineinzoomen, was haben wir nach diesem Bounce gemacht? Da gehen wir jetzt hier runter auf die 15-minütige. Ja? Weil wenn man sich einfach nur dieses T anschaut und das Microtrack, dann haben wir ein kleines C, wie immer, ein Lower High, ein Midpoint, ein T. Runter zu unserem V. Ein Micro-High Low. Ein größeres Micro-High Low. Ausbruch. Und nicht nur ein Ausbruch, sondern wir sind erstens aus dem Haupttrend draußen. Der bedeutet nur nicht viel, wenn wir nur, ja, okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Touchpoints damit. Ja, Trendlinien sind immer ein bisschen, das kommt immer darauf an, wisst ihr, kann man bullisch und bärisch sehen. Aber wir sind ausgebrochen. Wir sind über unser voriges winziges T gegangen. Somit das wäre unser kleines winziges A. Und wir sind von der scheiß 70 Cent Marke zumindest ein bisschen weg. Ja. Jetzt könnte ich, weil Beyond auch so diese Eigenart hat, Freitag, montags, wenn wir jetzt nicht hier weiter raufgehen sollten, ja, könnte ich für morgen Freitag noch einen Breakout-Retest sehen. Ja? Oder Montag vielleicht sogar noch. Unsere 0.5 in dem Fall wäre 75, die 618 wäre 74 Cent. Also irgendwo in diesem Bereich hier. Bounce und Olé. Ja? Auch hier würde es keinen Sinn ergeben, wieder zur kleinen 786 zurückzufallen. Ja? Schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich werde sehr bearish, wenn wir 70 Cent brechen oder 70,95. Ja? Auch wenn ich jetzt sage, 69 ist noch okay, ich werde sehr bearish hier. Für die Bestätigung für die nach oben. Alles über 84 Cent. Und wir reden nicht mehr über die 70 Cent meiner Meinung nach. Danach kriegen wir endlich unseren Uptrend. Ja? Bis dahin, es schaut jetzt besser aus als am Mittwoch. Gott sei Dank. Ja, oder am Mittwoch. Wann war das? 3. Juni. Ja, Mittwoch. Es schaut jetzt besser aus als am Mittwoch. Wir sind nur noch nicht ganz aus der Gefahrenzone raus. Wir brauchen zumindest 84. Ja, damit wir uns endlich auf das bullische Tracking wieder konzentrieren können. Ja? Okay. Gut, das ist für Beyond. Dann schauen wir uns schnell FFI an. So, für FFI ganz kurz. Wie gesagt, 2021 ist FFI mit AMC und Chemie gesqueezed. Ja, somit könnte was heißen, muss nichts heißen.
Unser übergeordnetes Ziel ist 150, weil wir haben 3 Reverse Splits. Wir werden nicht hier raufgehen ohne einen Forward Split. Also 150 wäre unser Maximum Target. Und ich glaube, wenn wir hier fertig sind, bekommen wir kein A- und B-Pullback, weil ihr braucht euch nur die Squeezes von früher anschauen. Die sind einfach vertikal. Gut, dann zoomen wir mal hier unten rein. Und auch das habe ich ja schon auf der Homepage geupdatet. Es gab hier 2 Möglichkeiten. Oder eigentlich 3. Möglichkeit Nummer 1, dass wir hier bouncen, klarerweise ist gestorben. Möglichkeit Nummer 2, wir sitzen jetzt gerade auf der 618. Wenn das hier schon klein a ist, ja, und davon sei auch gesagt, das würde bedeuten, dass das hier auch schon groß A ist und dass wir wie bei AMC auf das Higher Low verzichten. Ja. Also ich muss dann mal mir langsam die Regeln fürs Makro Higher Low anschauen, wenn wir das machen. Aber im Großen und Ganzen wäre das hier schon unser Makro kleines a. Wir sind hier auf der 618 gebounced. Ja. Über der 786 ist okay. Haben hier schon einen Ausbruch, sind über T, aber unter M und haben Pullback gemacht. Derzeit sitzen wir auf der 618. Tiefer für diese Variante würde ich aber nicht fallen wollen. Ja? Bedeutet, machen wir das mal kurz weg. So, hier. Wir sollten eigentlich, vielleicht nicht morgen, aber spätestens nächste Woche wirklich nach oben gehen. Ja? Für FFI bedeutet das wirklich, sagen wir, ziemlich steil nach oben. Ja? Und dann eigentlich schon in den Squeeze reinhupfen. Wenn nicht, sollten wir hier weiter runterlaufen. Gut, dann ist noch nicht alles tot, aber dann war das hier wirklich unser Makro-High Low. Und weil das unser Makro-High Low war, wird das hier unser T. Nur von dem High Low. Und ich sage auch dazu, ich würde es nicht mögen, weil normalerweise kommt T nicht so nah an M ran. Ja? Aber für den Fall müssen wir dann noch immer runter zu 27 Cent. Das hier ist unser V&A. Dann ein kleines, wenn wir es brauchen. Ich meine, die Micro-Higher-Lows funktionieren eigentlich immer. Kleines Micro-Higher-Low und dann geht es nach oben. Ja? Diese Möglichkeiten haben wir. Die einzige andere bärische Alternative, und das sage ich ja alle immer dazu, ist dasselbe wie die 70 Cent für Beyond. Alles unter 20 Cent und es ist tot. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass die Firma bankrott geht, aber Reverse Split ist schon gewotet. In dem Moment, wo wir unter 20 Cent fallen, kommt der Reverse Split. Ich sage immer nur, wenn wir Levels brechen und sage, Aktien sind tot, dass das Spiel tot ist. Ja? Weil entweder ein Delisting kommt, ein Reverse Split oder was auch immer. Ja? Das heißt nicht, dass die Firma futsch ist. Nur es ist scheiße, drinnen zu sein. Ja? Das meine ich damit. Ja? Andernfalls schaut Beyond derzeit nicht übel aus. Beyond, FFI. Schaut nicht übel aus. Wirklich. Für normale Levels, alles über 47 Cent ist bullish. Alles unter 31 Cent und wir werden zu 27 Cent gehen. Weil, wie gesagt, A bricht nicht die 87. Schauen wir mal, was wir kriegen. Gut, machen wir ein kleines Update zu Virgin Galactic. Das letzte Mal, wo ich das ja gezeigt habe, war erstens von einem Wunsch von euch. Und ich glaube, es war im Mai. Ja? Oder 15. Mai, irgend sowas. Schaut derzeit nicht schlecht aus. Ja? Wir können jetzt eindeutig diese IPO hier streichen. Sage ich auch gleich dazu, dazu kommen wir gleich. Ja?
Was auch immer das hier war, wir haben jetzt schon Landmarks gemacht, wo wir das hier wirklich streichen können. Unser B ist allerdings fix, unser C auch, Lower High, Midpoint, T. Ja. Für die bullische Variante ist das hier unser T und unser V war am 27. März. Wenn wir jetzt hier hineinzoomen, dann haben wir hier ein Higher Low gemacht, noch ein Higher Low und sind ausgebrochen. Erstens aus dem Trend und zweitens über unser T. Und das waren die letzten Tage. Ja, sind wir wunderschön hier raufgeschossen. Und weshalb ich gesagt habe, wir können die IPO streichen, weil, wenn man sich das hier anschaut, wir hatten auch den Pullback. Wenn wir die IPO gemacht hätten, dann würden wir jetzt in alle Ewigkeiten zur Seite gehen. Da wir aber den Pullback gemacht haben, schaut es nicht schlecht aus. Jetzt ist das hier ein bisschen wackelig. Also nicht wackelig, aber ihr seht sehr viele Linien hier. Deswegen werde ich die jetzt einfach mal alle löschen, damit wir hier absolut freie Hand haben. So, A macht was? Eine 0.5 oder 0,618 Pullback von unserem Low. Wir sitzen jetzt gerade bei der 0.5. Somit fürs absolut bullische Tracking, weil ich heute auf dem englischen Kanal schon gefragt worden bin, wäre das Buy-in. Ich würde sagen, es ist kein finanzieller Advice, könnte möglich sein. Ja? Weil wir haben hier unser C, was unser A ist, Lower High, Midpoint. Fürs absolut bullische Tracking war das hier schon unser T von unserem A, das unser V, das unser kleines Higher Low und das hier wäre eigentlich schon unser kleines A. Und entweder wir machen noch den kleinen Pullback oder es geht nach oben. Und wohin? Das ist das Dumme. Unser nächstes B liegt bei 126. Und dazu sei auch gesagt, wenn wir das hier streichen, das ist unser B-Ran. Der ist auch ziemlich vertikal. Ja? Also würde dieses Preisziel schon Sinn ergeben. Für Levels. Schauen wir uns die Levels schnell an. Falls wir hier noch diesen kleinen Pullback brauchen, was wäre zu hoch, was wäre zu tief? Alles über 5,18 ist bullish. Alles unter 4,22 und das hier war nicht klein a. Und hier kommt dann die Variante Nummer 2. Sorry. Und das bedeutet, dass dieser Peak hier, deswegen auch die vielen Ts, erst unser T wird. Ja? Würde relativ Sinn ergeben, aber wie gesagt, Levels. In dem Fall müssen wir noch runter zu 3,63. Und dann geht es nach oben. Ja? Das sind die zwei bullischen Varianten, die ich für Virgin Galactic habe. Eins sei auch dazu gesagt, und das ist wie bei GameStop, AMC und Beyond, alles unter 2,87 und das hier wird ein T. Ja? Und dann müssen wir erst ein neues Allzeitlow suchen. Ja, ziemlich eindeutig. Aber derzeit schaut es nicht schlecht aus. Okay, gut, dann tun wir noch 2 Community-Wünsche abarbeiten. Als erstes ist Now. Und für Now, ich kann nicht dazu sagen. Ja. Im Prinzip muss ich ehrlich dazu sagen, ich hasse solche Aktien, die nur hinaufgehen.
weil wir haben hier keine gescheiten Fips. Das Einzige, was man hier sagen kann, ist, dass das hier unser High-Low ist. Das hier unten. Das könnte unser V sein. Das ist, wenn das V ist, eindeutig unser High-Low. Das nächste wäre, dass das hier unser A ist. Ja? Und dann wird schon kritisch, weil wir haben hier kein gescheites B mehr. Ja? Also entweder das hier war ein B und das ist unser C. In dem Fall, wenn das hier unser C ist, ich meine, ich sehe noch eine gute Chance, dass wir hier hinauf müssen. Ja? Wenn wir zur Trendlinie hinauf müssen, das wäre irgendwas zu 1,60. Hier rejecten und das unser M wird und wir hinuntergehen. In dem Fall kann man allerdings so sagen, ihr wisst ja, das M muss nicht auf der Trendlinie sitzen, das könnte schon unser M sein. In dem Fall, es ist ungefähr dasselbe wie auch bei Netflix, wir sind in einer Zeit, wo wir irgendeinmal auch für SPY, ich meine, SPY wird nicht crashen, also ich glaube nicht, dass SPY und der Markt seinen Top erreicht hat, aber viele Aktien in diesem Markt sind meiner Meinung nach in einem Bereich, wo sie ihre Tops zum ersten Mal in ihrer Lebensspanne ihr Top erreichen. Das absolut Bärische hier wäre, wenn das hier wirklich unser Top ist, dann ist für Now das Preisziel 9,26 $. Wie an der Ei. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ihr seht ja, der Pullback von B hat ein Jahr gedauert. Ich gehe nicht davon aus, dass das schnell sein wird. Sage ich auch dazu. Aber das generelle Ziel wäre nach unten. Wenn wir jetzt sagen, das war jetzt nicht das Top und das wird erst unser B, also in dem Fall würde das trotzdem das gleiche bleiben. Ja, also wir hätten noch immer ein C, ein Lower High, noch immer ein M. Aber in dem Fall wäre dann unser Ziel 44 $, weil 0,5. Jetzt ist, ich kenne die Firma nicht, somit ich weiß nicht, ob das mehr Sinn ergeben würde, aber das wäre nicht gar so drastisch. Ja. Müssen wir einfach schauen. Ja. Bullish wäre ich bei dieser Aktie allerdings absolut gar nicht derzeit, muss ich leider ehrlich sagen. Der einzige Moment, wo ich bullish werden würde, und das hat nichts mit Fractal zu tun, ist, wenn wir diese Trendlinie brechen. Also wenn wir über 1,64 gehen, ja, dann wäre das bullish. Aber andernfalls, nee. Ja. Gut, und das letzte ist NFE. Und ich meine, ich verstehe schon, warum, ja. Aber, und generell, ihr könnt machen, was ihr wollt, ja. Aber lasst die Finger von Penny Stocks. Es schaut nicht schlecht aus, aber lasst die Finger von Penny Stocks, ja. Dann kauft sie halt von einer Aktie nicht tausende Shares, sondern vielleicht nur 5 und nicht tausende Optionen, sondern vielleicht nur 3, 2. Aber ich sage euch, man macht mehr, wenn man Penny Stocks in Ruhe lässt. Ja. Ich meine, ich verstehe schon. Ich kann mir schon denken, warum man das unbedingt haben will, weil es sind nur 53 Cent, aber nee. Gut, fürs Tracking. C, Lower High, Midpoint. Schaut gut aus für T. Wenn wir jetzt noch das kleine T hier Michael tracken, das hier, dann hätten wir unser C, Lower High könnte irgendwo hier drin sein, das ist eindeutig unser Midpoint, möglicherweise unser Midpoint, das ist unser T. Unser T hat hier angefangen. Unser T ist technisch gesehen fertig und wir sind wieder bei Allzeitlow. Somit haben wir hier schon ein Higher Low gemacht. Wir haben hier sogar schon ein kleines Higher Low gemacht. Ja, also im besten Fall geht es jetzt nach oben. Ja. Nächstes Level. Fangen wir mal so an.
alles über 86 Cent ist bullish. Und unser nächstes Level wäre 2 Dollar für A. Ja. Jetzt haben wir hier keinen gescheiten Trend. Sage ich auch gleich dazu, weil das hier ist kein gescheiter Trend. Ja. Irgendwo was hier hinauf, das wäre dann unser A. 0.618 Pullback. Unser nächstes Ziel ist dann schon 16 Dollar für B. Ja. 0.5 Pullback und was auch immer nachher passiert. IPO sagt uns nicht viel, außer wenn das hier unser Wie damals war, dass wir uns auf so ein A gefasst machen könnten. Ja? Wäre ein normaler Pullback. Unser B, schaut ja auch so aus, wäre erst hier. Also nach dem A-Pullback wäre es ziemlich vertikal nach oben. Ja. Jetzt schauen wir uns noch an. Hat diese Aktie Splits? Keine Splits. Gut. Ja, also sind die Zahlen echt. Jetzt schauen wir uns noch an. Was ist der Float? 190 Millionen Float. Ist auch nicht schlecht. Okay, und es ist Gas Energy, so mit Energy. Ja, okay. Ja. Schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Warum nicht? Ja. Ich werde es mal auf der Liste lassen. Ja. Schauen wir mal, was wir in den nächsten Wochen so tun. Aber es könnte interessant sein. Ja. Und keine Splits. Vernünftige Branche derzeit. Ja. Somit schauen wir mal. Okay. Gut. Wie immer, Erklärvideo hier. Playlist hier. Großes Update-Video da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like hinterlassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo. Schauen wir, was wir morgen machen. Bin gespannt. Sehen uns.